wenn man bedenkt, dass Bewusstsein letzten Endes Zeit ist, also Zeit entsteht, weil Bewusstsein da ist und beobachtet. Wenn man weiß, dass Zeit nicht unbedingt nur der Uhrmesser ist, sondern dass Zeit einfach Bewusstsein ist, was beobachtet, dann bekommt Zeit eine ganz andere Dynamik. Die Zeit wird nonlinear. Das heißt auch, weil ihr nicht nur eine Inkarnation habt, habt ihr andere Inkarnationen. Und diese anderen Inkarnationen finden also, weil Zeit nicht linear ist, parallel statt. An unterschiedlichen Ebenen. Jetzt in dem Moment seid ihr im Mittelalter. Jetzt in dem Moment seid ihr in der Zukunft. Jetzt in dem Moment auf den Plejaden. Jetzt in dem Moment nicht physische Wesen. Jetzt in dem Moment plant ihr diese Inkarnation, die ihr habt gerade. Jetzt in dem Moment seid ihr schon aus dieser Inkarnation herausgekommen. Im Grunde ist alles jetzt. Und damit sind alle parallelen Inkarnationen jetzt in diesem Moment. Es gibt aber auch parallele Versionen von dieser Inkarnation. Das heißt, wenn man das Ganze noch ein kleines bisschen weiter aufsplittet, aufdröselt, dann kann man sagen, dass nicht nur unzählige parallele Inkarnationen gibt von euch, sondern unzählige parallele Versionen jeder einzelnen Inkarnation. Und parallele Versionen von euch sind die Versionen, die ihr auch sein könnt. Die arbeitende Version, die nicht arbeitende Version, die Version von euch, die so und so reagiert, anstatt so und so. Und so habt ihr in einer Inkarnation ein riesiges Potenzial an Erfahrungsspektren und zusätzlich eben verschiedene Inkarnationen, die auch ein riesiges Potenzial an Erfahrungsspektren haben. Und damit ist jede Inkarnation, finde ich, so unendlich wertvoll. So schön, wenn man sich da mal reintaucht, kann es fast so weit sein, dass es für manche vielleicht beängstigend ist, aber schlussendlich finde ich, ist es eine schöne Möglichkeit, das mal zu fühlen, was es bedeutet, was alles parallel stattfindet über diese Erklärung. Ich hoffe, es Mhm. hat gedient. Mhm. Vielen lieben Dank. Dann kam eine Frage zum Thema Träumen. Manche Menschen träumen ganz bewusst und andere können sich an gar nichts erinnern. Vielleicht kannst du allgemein ein bisschen über Träume und warum da so Unterschiede auch drin sind, irgendwie ein bisschen was erzählen. Ja, also Träumen ist letzten Endes hat verschiedene Ebenen. Es hat auf der einen Seite den Punkt, dass der Körper Regeneration braucht, aber auch um erstmal in der ersten Phase von den Träumen den Tag zu verarbeiten. Das ist wie eine Art ähm, ganz schnell abgespielter Reboot von unserem Nervensystem. Es ist erstmal ganz sachlich. Ich weiß, ihr wollt natürlich noch etwas mehr wissen. Aber ich finde, die sachliche Ebene ist auch wichtig mit reinzubringen. Das heißt, Schlafen, die allererste Phase, wenn wir schlafen, so während wir langsam anfangen, in die Traumwelt hinüberzugehen, ist in der Regel dafür da, um dem Körper und dem Gehirn zu dienen, einmal sich zu erholen und wieder in einen neutralen Zustand zu kommen. Das heißt, es werden Unmengen an Daten verarbeitet und wenn die Datenverarbeitung abgeschlossen ist, verlässt das Bewusstsein in der Regel auch dann den Körper und wir gehen in die astrale Welt hinein. Während wir in die astrale Welt hineingehen, fängt dann für den Körper an, fängt der Körper an mit der Regenerationsphase. Das ist dann die Phase, wenn man wirklich da liegt und alles ist komplett entspannt und das ganze Nervensystem sich beruhigen kann, weil nicht mehr permanent Daten prozessiert werden müssen durch das Bewusstsein, was anwesend ist. Wenn das Bewusstsein den Körper zu einem sehr großen Teil verlässt und die astrale Welt betritt, kann man auch sagen, betreten wir alternative Realitäten. Die alternativen Realitäten in der astralen Welt formen wir mit unserem Bewusstsein, wie wir auch den Tag erleben. Nur, dass diese alternative Realität, in die wir hineintreten, für das Tagesbewusstsein auch genau das ist, eine alternative Realität und deswegen als Traum übersetzt wird. Entsprechend können wir alles erleben, was wir möchten, weil das Gehirn es nicht mehr als diese Realität hier übersetzt, sondern als einen Traum oder eine alternative Realität. Aber trotz alledem sind diese Träume sehr, sehr echt und sehr, sehr realistisch für das Bewusstsein, was sich erfährt. Aber wir nehmen das als surreal mit in das Tagesbewusstsein zurück.
Während wir also träumen, gehen wir buchstäblich mit unserem Bewusstsein in andere Welten und teilweise in andere Inkarnationen. Und dann ist der Moment, wenn parallele Inkarnationen auch hier mit anfangen zu ko-kreieren, weil es kann nämlich sein, wenn wir schlafen gehen und wir nicht nur in die astrale Welt mit diesem linearen Bewusstsein treten, dass wir Teile von unserem Bewusstsein anfangen, in unserer Multidimensionalität abzuspalten und ganze Leben zu leben, während wir nur eine Nacht schlafen, weil Zeit nicht existiert. Und wie viel Zeit existiert, hängt davon ab, wie weit wir mit unserem Tagesbewusstsein in den Traum hineingehen. Und so kann es sein, dass wenn wir besonders weit weggehen und nicht mehr unser Tagesbewusstsein aufrechterhalten, während wir in den Traum gehen, dass wir buchstäblich tausende Inkarnationen durchleben, während wir eine Nacht hier schlafen. Und dann ist dieser Moment von Nonlinearität und parallele Inkarnation, wo es dann richtig spannend wird, finde ich. Schlafen ist also nicht einfach nur träumen, sondern Schlafen ist buchstäblich mit seinem Bewusstsein reisen. Aber wenn ihr gar nicht träumt oder gar nichts mehr übersetzen könnt, ist es auch nicht so, dass mit euch irgendwas nicht stimmt oder so, sondern ihr geht einfach so weit weg und ihr bringt euren Fokus so weit in andere Welten hinein, dass das Tagesbewusstsein einfach nicht mitgehen konnte oder dass das Tagesbewusstsein die Welt, in die ihr gegangen seid, einfach nicht mehr mit übersetzen kann. Und das ist auch nicht schlimm. Wenn ihr aber in der Lage seid, mit eurem Tagesbewusstsein in die Traumwelt zu gehen und euch bewusst zu sein, dass ihr eine alternative Realität lebt, dann könnt ihr luzides Träumen aktivieren. Luzides Träumen ist letzten Endes das Bewusstsein, dass ihr träumt, aber dass ihr über diesen Traum Realitäten formt. Wer in der Lage ist, im Traum seine Realitäten zu formen, kann theoretisch sogar auch ein ganzes energetisches Setup in der Astralwelt vorbereiten und daraus ganze Realitäten in seine Tagesrealität hinein kanalisieren. Und das ist dann der Moment, wenn luzides Träumen und ich sag mal Magie so eins werden. Und das ist aber letzten Endes, finde ich, eine der Künste. Und nicht jeder kann dieses luzide Träumen tatsächlich. Es ist in der Regel gerade bei Seelen, die zum Beispiel eine Urma-Seele kann sehr, sehr gut luzid träumen, weil ein Urma mit einem Fuß in der astralen Welt sowieso schon steht und mit einem Fuß nur in der materiellen Welt. Und die Leute, die luzid träumen, haben diese Fähigkeit eben auch mit einem Fuß in der astralen Welt zu stehen und mit dem anderen Fuß in der Realität zu stehen. Und diese Leute haben es leicht, luzid zu träumen. Und wenn jemand luzid träumen kann, kann er buchstäblich über den luziden Traum seine ganze Realität in dieser Realität hinein kanalisieren und ganze Welten formen, während er schläft. Und das hat alles dann auch einen Effekt auf diese Realität. Aber das liegt am Individuum. Wenn ihr es nicht schafft, luzid zu träumen, dann heißt es nicht, dass mit euch was nicht stimmt, sondern ihr habt einfach einen anderen Seelenkodex hier mit reingebracht in dieses Bewusstsein. Also alles ist gut. Jeder hat seine ganz individuelle Art und Weise zu träumen und ich finde, an dem Träumen ist auch überhaupt nichts falsch. Es ist immer genau richtig, weil beim Träumen seid ihr mehr mit eurer Seele verbunden. Eure Seele führt euch mehr. Deswegen finde ich, gibt es nichts, woran ihr arbeiten müsst, wenn ihr träumt oder wie ihr träumt. Es ist genau richtig jeden Tag, jede Nacht, besser gesagt, so wie ihr in die Traumwelt geht. Und ob ihr euch erinnert oder nicht erinnert, das ist alles okay, weil viele Leute fangen dann an und glauben, ja, aber ich kann das nicht, ich sehe das nicht, erinnere mich nicht an meine Träume, was stimmt mit mir nicht? Nee, es ist alles okay. Es ist absolut, absolut alles okay, so wie es für euch ist.